Grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Auf dieses Video heute habe ich mich schon länger gefreut. Ich war schon ganz gierig drauf, das zu drehen. Ja, das ist wieder so ein Video, das eher in die rebellische Richtung von mir gestaltet wurde. Nun, es geht ja heute um das Thema Schutzinstinkt und Teamwork. Wie komme ich darauf? Ist noch nicht lange her, hat mir ein guter Dog-Special-Freund von mir, der Christian, einen Videolink zugesendet. In diesem Video sehen Sie höchstwahrscheinlich von einer Alarmanlagenherstellungsfirma ein gestaltetes Video, das Ihnen beweisen soll, wie sehr Wachhunde im Vergleich zu guten Alarmanlagen versagen. Nun, die haben das so zusammengebastelt, dass sie verschiedene Wachhunde in einen für sie fremden Raum verfrachtet haben. Die Hunde wurden dann dort verlassen, das heißt, die waren sich selbst überlassen, alleine. Und dann wurde ein Einbruch simuliert. Ja, alle Hunde versagten. Was für eine Überraschung. Blödsinn, ja. Die Heinis bedachten nicht Folgendes. Und das möchte ich Ihnen gleich sagen. Vito, mein Hund, ist ein exzellenter Wachhund. Eine feinst justierte Alarmanlage, glauben Sie mir. Würde ich Vito in einen für ihn völlig fremden Raum verfrachten, ihn dort alleine zurücklassen, weggehen und dann würde in diesem Raum ein Einbruch simuliert werden. Mein Hund würde völlig anders reagieren und völlig anders funktionieren, als er es zu Hause in seinen eigenen vier Wänden tut. Glauben Sie mir das. Ja, schauen Sie, ich habe mir das angesehen, einige Minuten, dann trete ich ab, desinteressiert, weil es einfach ein blöder Vergleich ist. Dachte mir aber gleichzeitig auch, nein, das kannst du so nicht stehen lassen, denn das, was diese Heinis da von sich geben, ist Blödsinn. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte Ihnen meine Meinung zu diesem Thema preisgeben, zu diesem Video preisgeben, Ihnen sagen, weshalb Teamarbeit und Schutzinstinkt Ihres Hundes zusammen ziemliche Macht darstellen können. Ja. Im Gegenzug zu auf sich alleine gestellte Hunde. Ja, legen wir mal los. Alarmanlage oder Hund. Liebe Zuseher, Alarmanlagen kann man austricksen und deaktivieren. Das kann man Hunde auch. Ja, weiß ich. Auch Hunde kann man austricksen auf verschiedene Art und Weise. Natürlich kann man Hunde auch ausschalten, wissen wir alle. Gelingt beides nicht, ja, dann wird im Falle einer ausgelösten Alarmanlage ein akustisches Signal ertönen oder ein akustisches Signal ertönen und gleichzeitig automatisch eine Verbindung zur nächstgelegenen Polizeidienststelle von der Alarmanlage hergestellt. Oder es wird auch nur ein Stummalarm ausgelöst. Diese drei Dinge wird jeder Einbrecher wissen. Im Falle eines Wachhundes, eines pflichtbewussten, charakterlich starken, körperlich starken Hundes, wird höchstwahrscheinlich ebenfalls ein akustisches Signal ertönen in Form von Bellen. Man kann davon ausgehen. Ja, und danach wird dann ein starker, charakterlich, körperlich starker Hund höchstwahrscheinlich zur Attacke übergehen. Ausgelöste Alarmanlagen, seien es mechanische oder lebendige, wie der Hund, versetzen einen solchen Eindringling in Stress und er wird flüchten wollen. Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Wenn er daran gehindert wird im Falle eines Hundes. Ja, wird eine Alarmanlage beschädigt, ist das eine Geldsache. Es soll nichts Schlimmeres geschehen. Doch im Falle unserer Hunde sieht das schon etwas anders aus, denn die können bei Waffeneinsatz solch eines Eindringlings auch ihr Leben verlieren und das will niemand von uns. Ein Wachhund, auf sich alleine gestellt, bei der Bewachung eines Grundstücks, eines Objekts, einer Wohnung, eines Hauses, der ist niemals eine sichere Bank. Aus verschiedensten Gründen. Schon vorher von mir erwähnt, austricksen, ausschalten. Auch 2 Hunde sind keine sichere Bank, sind auch 3 Hunde nicht, wobei man sagen kann, dass man mit 3 guten, fähigen Wachhunden schon zu hohem Prozentanteil abgesichert ist. Ja. Also Alarmanlagen können wirken. Wachhunde können das auch, doch beide können auch versagen. Und jetzt sage ich Ihnen was.
Wissen Sie, was ein Spitzenteam ist? Unschlagbar, nicht zu schlagen von egal welcher Alarmanlage weltweit. Das sind Sie und Ihr Hund, wenn sie miteinander zusammenarbeiten. Und dann kann sich die modernste Alarmanlage der Welt verschießen und hat no chance. Das garantiere ich Ihnen. Ich sage Ihnen was, hätte ich Vito nicht und statt ihm eine Alarmanlage verbaut, was in meinem Fall nicht notwendig wäre, da ich kein vermögender Mensch bin, aber gehen wir davon aus, es wäre so. Irgendjemand möchte bei mir einbrechen, weil er der Meinung ist, irgendwas wäre bei mir zu holen. Und wenn diese Person geschickt genug ist, um die Alarmanlage zu deaktivieren und nicht zu viel Lärm macht, mich um 2 oder 3 in der Früh tief schlafend überrascht, nun, dann kann es mir leicht passieren, dass er danach neben meinem Bett steht, mich sanft weckt, um mich mit vorgehaltener Waffe um meine Habseligkeiten zu bieten. Ja, bin handlungsunfähig, überrascht, habe ihn nicht gehört. Wach auf und sehe vielleicht in den Lauf einer Faustfeuerwaffe hinein. Dann sind Sie Zweiter, liebe Zuseher. Doch ich habe Vito. Ich brauche keine Alarmanlage. Mein Hund ist eine exzellente, fein justierte Alarmanlage. Vito hört alles. Das kleinste Geräusch hört er, egal wie tief er schläft. Und jeder Einbrecher auf der Welt macht Geräusche. In solch einem Fall macht mein Hund Radau. Bösen Radau und weckt mich auf. Ich bin handlungsfähig. Ich kann Entscheidungen treffen. Ich bin nicht überrascht. Ich weiß, da stimmt was nicht. Kann mich darauf vorbereiten. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher. Ja, ich bin ein schon etwas älterer Mann. Aber ich garantiere Ihnen, Vito und ich zusammen im Team, man hat ja Verteidigungsutensilien auch zu Hause. Wir beide bringen immer noch genügend Energie miteinander auf, um für jeden Einbrecher großes Hindernis darzustellen. Das garantiere ich Ihnen. Ja. Das Team, guter Hund und Besitzer ist es, was keine Alarmanlage setzen kann, liebe Zuseher. Der Hund weckt Sie, Sie sind handlungsfähig, haben Zeit zu handeln, können entscheiden, egal ob Sie jung, alt, männlich oder weiblich sind. Viele von Ihnen, ich wiederhole mich, haben Verteidigungsutensilien zu Hause und ich gebe Ihnen jetzt einen Vergleich, da wird vielleicht der eine oder andere von Ihnen schmunzeln, aber das entspricht der Wahrheit. Selbst wenn Sie schon ein älterer, gebrechlicher Mensch sind und einen guten, einen pflichtbewussten, körperlich starken, charakterlich starken Hund zu Hause haben, in solch einem Fall geweckt werden und gewillt sind, mit Ihrem Hund zusammenzuarbeiten, ja, haben Sie mit Ihrem Hund zusammen mindestens die Kampfkraft eines top ausgebildeten und mit Hieb- oder Stichwaffe ausgerüsteten Elitesoldaten, auch wenn Sie ein alter Mensch sind. Glauben Sie mir das. Wenn Sie noch dazu ein junger, topfitter Mensch sind, ja, dann sieht die Sache natürlich noch besser für Sie aus. Ich sage Ihnen was. Viele Menschen da draußen machen einen Fehler, nutzen das Potenzial ihrer Hunde nicht. Die haben gute Hunde zu Hause, doch es kommt häufig vor, dass Menschen, Hundebesitzer, die sich zur Nachtruhe begeben, ihre Hunde aus dem Schlafzimmer aussperren. Das ist so. Ich weiß schon, viele Hunde dürfen auch im Bett ihrer Besitzer schlafen. Ne? Ist so. Aber viele Hundebesitzer sperren ihre Hunde aus. Geben sie gar in andere Räume hinein. Ich weiß, dass das vorkommt. Ich weiß, ich habe das erlebt. Ich habe das gesehen. Sie hören Ihren Hund in solch einem Fall nicht. Ihr Hund wird vielleicht ausgetrickst, gar ausgeschalten. Home Invasion, das geht blitzschnell. Die Leute stehen vor ihrem Bett, sie sind gefesselt, geknebelt, werden geschlagen, eventuell ihre Partnerin vergewaltigt. Der Hund konnte ihnen nicht helfen. Sie haben sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Mein Hund schläft in seinem Riesenkorb direkt neben meinem Bett. Denn mein Hund ist ein Wachhund. Und ich nutze sein Potenzial. Ich erzähle Ihnen kurz eine Geschichte, die zu diesem Schutzinstinkt und Teamwork-Thema gut passt. Ich habe diese Geschichte schon mal in einem vorangegangenen Video erzählt. In einem Video, das ich schon vom Netz genommen habe. Aus verschiedenen Gründen. In den späten 80ern kannte ich eine Dame, eine recht maskuline Dame. Wenn die Gas gab, wenn sie wollte, da spielte es schon Granada.
Die war Mitglied bei uns am Abrichteplatz, war alleinstehend, hatte eine Tochter und lebte zusammen mit ihrer Tochter und einem wirklich kapitalen Rottweiler Rüden in einem recht großen Einfamilienhaus. Die 3 alleine. Wenn sie auf der Straße bei diesem Haus vorbeigingen, konnten sie auf den Garten einsehen und sahen die Fenster der Küche und des Vorzimmers. Hinterhalb befand sich das Wohnzimmer. Und in der Nacht, wenn sich diese Frau mit ihrer Tochter und dem Hund im Wohnzimmer befanden und Fernseh schauten, dann war im Vorzimmer und in der Küche, wo die Fenster straßenseitig waren, das Licht abgedreht. Das Licht des Wohnzimmers erreichte diese Räumlichkeiten nicht. Wenn man also vor dem Haus vorbeigegangen ist auf der Straße, konnte man leicht der Meinung sein, es ist keiner da. Sie hatte einen Bewegungsmelder montiert, gartenseitig, Richtung Straße, der ein akustisches Signal abgegeben hat, jedes Mal, wenn er angegangen ist. Sie war das schon gewohnt, häufig durchstreifte eine Katze das Grundstück oder Windböen rollten irgendwelche Gegenstände über die Wiese. Manchmal ging sie mit ihrem Hund zusammen raus, manchmal ging sie alleine raus, nachsehen, wie es nun mal so ist. Wenn sie alleine rausgegangen ist, hatte sie mit ihrer Tochter eine Abmachung. Und zwar war das diese, dass sie jedes Mal, wenn sie alleine rausging und der Hund im Wohnzimmer blieb, die Lautstärke des Fernsehers reduzierte. Und sie kannte sich mit diesen akustischen Verhältnissen dort aus und wusste im Fall der Fälle, wenn irgendetwas ist und ich rufe, hört mich die Tochter oder der Hund, ja, wie auch immer. Eines Nachts, soweit ich mich erinnern kann, hat sie mir gesagt, war es 21 oder 21:30 Uhr, ging dieser Bewegungsmelder an. Es ertönte ein akustisches Signal im Wohnzimmer. Sie stand auf und ging alleine raus. Der Rottweiler und ihre Tochter blieben im Wohnzimmer. Die Tochter reduzierte die Lautstärke vom Fernseher, und wartete, wie immer, auf ihre zurückkehrende Mutter. Sie ging die Stiegen runter, nach rechts und um in den Garten zu kommen, musste sie bei einem Geräteschupfen, bei einem Geräteraum vorbei. Also da waren sämtliche Geräte drin, die man in einem Haus mit Garten braucht. Als sie um die Ecke ging, stand sie vor einem vermummten Einbrecher, Eindringling. Erschreckt schrie sie auf und es begann ein Gerangel. Der schlug auf sie hin, trat auf sie ein, sie fiel um, klammerte sich auf seinem Hosenbein fest und hielt ihn, während er die ganze Zeit auf sie hintrat und hinschlug. Dann begann sie ihre Tochter zu rufen und nach ihrem Hund zu rufen. Die Tochter hörte das, lief in die Küche hinaus mit dem Hund, sah beim Fenster runter und erkannte, dass ihre Mutter da in einen Kampf verwickelt war mit einem fremden Mann, mit einer fremden Person. Stürmte zur Tür, öffnete diese und ließ den Hund hinaus. Der Rottweiler schoss die Treppen hinunter und ging Stunt-Tapete auf diesen Eindringling los. Es entbrannte ein wilder Kampf. Die Besitzerin konnte den Hund nach einer gewissen Zeit von diesem Eindringling trennen, der mittlerweile schwerst verletzt war. Also er litt einen abgetrennten kleinen Finger, der war völlig abgetrennt, wie mit einer Gartenschere abgezwickt. Auf derselben Hand hatte er oberhalb des Handgelenks einen offenen Trümmerbruch, wo der Knochen rausstand. Und auf derselben Seite, auch auf der rechten Seite am Schenkel, hat er eine recht tiefe Bisswunde. Derartig hat ihn dieser Rottweiler hergerichtet. Ja, diesem Hund gehört ein Orden, meiner Meinung nach. Ihre Tochter bekam die Anweisung, während diesem ganzen Tumults die Polizei zu rufen, während sie mit dem Hund diesen Eindringling, der da außer Gefecht gesetzt war, gestellt hat und mehr oder weniger verwahrt hat, denn der machte Anstalten zu flüchten. Doch sie sagte ihm, tu das nicht, ich lasse den Hund wieder aus. Ja. Diese Ansage dürfte ihm genügt haben, denn er blieb dort und wartete, bis die Polizei eingetroffen ist. Die haben dann die Rettung angerufen, die haben ihn rein verfrachtet in den Rettungswagen und er ist abtransportiert worden. Selbstverständlich kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Verletzt waren beide. Sie, die Besitzerin, erlitt Abschürfungen, ein geschwollenes Auge, blaue Flecken. Sie wissen schon, wie das ist. Das wird dann natürlich sofort alles aufgenommen, Amtsarzt und so weiter. Und der Eindringling, ich habe Ihnen schon gesagt, was der für Verletzungen vorgewiesen hat, zeigte sie an wegen Überschreitung der Notwehr, wegen schwerer Körperverletzung etc. etc. Sie hat nichts bekommen, ging straffrei aus. Das war berechtigte Notwehr, das war keine Überschreitung der Notwehr und so weiter etc. etc. Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was, das Gesetz sagt, wenn Ihre Gesundheit und Ihr Leben in Gefahr ist, dann haben Sie das Recht, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr zu setzen. Und dazu gehört auch ein Hund. So, nun zum Thema Teamwork und Schutzinstinkt.
Dass dieser Rottweiler einen tollen Schutzinstinkt bewiesen hat, brauche ich Ihnen, glaube ich, jetzt nicht nochmal erzählen. Das haben Sie jetzt gehört. Ja. So. Wie hätte das nun ausgesehen ohne den Hund? Wie hätte das in anderen Situationen ausgesehen? Nun, ich weiß nicht, ob sie alleine unbewaffnet in den Garten runtergegangen wäre. Nach Ertönen des Signals hätte sie den Rottweiler nicht besessen. Ich weiß es nicht. Ja? Doch hätte sie das getan und wäre da unbewaffnet runtergegangen, in dieselbe Situation geraten und der Hund wäre nicht da gewesen. Oder von mir aus versperrt gewesen und die Tochter nicht da gewesen, um den Hund rauszulassen, hätte sehr leicht geschehen können, dass sie schwerst verletzt oder gar getötet wird von diesem Eindringling. Ganz klar, oder? Ja. Wäre sie gleich mit ihrem Hund runtergegangen, also in Teamarbeit, in Zusammenarbeit mit ihrem Hund die Stiegen runtergegangen, wäre ihr überhaupt nichts geschehen. Ihr wäre höchstwahrscheinlich nicht mal ein Haar gekrümmt worden, denn beim Runtergehen bei den Stiegen hätte der Rottweiler den Typen höchstwahrscheinlich schon gewittert, wäre bei diesem Geräteschupfen vorbeigeschossen und hätte den sofort attackiert. Hier hätte es sein können, dass sie eventuell eine Strafe ausfasst, doch sie hätte keine Verletzungen davongetragen. Ja. Ist immer so eine Sache. Ich bin mir sicher, selbst wenn das so geschehen wäre, ja, und sie nichts gehabt hätte, ja, ihren Hund hätte ihr kein Amt weggenommen in diesem Fall. Ich weiß, wie das in der Praxis funktioniert. Ja. Also da steht die Polizei sehr, sehr häufig auf der Seite der Hundebesitzer. Also nochmal, hätte sie mit ihrem Hund von Anfang an zusammengearbeitet, wäre mit dem Hund aufgestanden, beim Ertönen des akustischen Signals im Wohnzimmer mit ihm gemeinsam runtergegangen, wäre die Sache für sie weit glimpflicher ausgegangen. Hätte sie keinen Hund gehabt in diesem Moment, sondern nur diese Alarmanlage, wäre sie in Gefahr gewesen, getötet zu werden. Denn ich kenne keine Alarmanlage, die von der Wand runterspringt und zur Attacke übergeht, um ihnen zu helfen. Bis heute. Ja, ist so. So viel zum Thema Schutzinstinkt und Teamwork. Das möchte ich nur gesagt haben. Natürlich, liebe Zuseher, ist es Grundvoraussetzung, dass sie im Besitz eines guten Wach- und Schutzhundes sind. Und das ist nicht jeder. Nicht jeder Hund da draußen ist ein guter Wach- und Schutzhund. Häufig haben Hunde die charakterliche Neigung dazu, wollen sie beschützen, bringen es aber körperlich nicht, weil sie zu leicht sind. 3, 4, 5, 10 Kilo Hunde werden sie im Fall der Fälle nicht wirklich beschützen können. Und dann gibt es wieder Hunde, die hätten die Substanz, die wären körperlich dafür geeignet, aber die bringen es charakterlich nicht. Und wenn das der Fall ist, sie es aber abgesehen haben auf einen Wach- und Schutzhund, ja, dann wird für viele das Thema Schutzarbeit interessant. Doch, aufgepasst jetzt. Liebe Zuseher, sportlich ausgeführte Schutzarbeit mit dem Hund und Bereitschaft Ihres Hundes, Sie in lebensbedrohlicher Situation zu beschützen und mit vollem Körpereinsatz zu verteidigen. Liebe Zuseher, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ist so. Alles, was ich hier und heute und jetzt sage, glauben Sie mir, das ziehe ich mir nicht aus der Nase heraus. Das erzähle ich nicht, weil mir langweilig ist. Ich habe in meinem Leben mit tausenden Hunden aller Charaktere zu tun gehabt. Und mit ihren Besitzern natürlich. Ich habe alles das gesehen, ich habe das alles erlebt. Und nicht nur einmal. Also bitte, vertrauen Sie mir ruhig. Ein Hund mit völlig fehlendem Schutztrieb. Ein Hund, der im Falle eines Angriffs auf Ihre Person ängstlich zurückweicht oder gar davonläuft. Der kann dennoch am Platz ein hervorragender Schutzhund sein. Das ist überhaupt kein Widerspruch nicht, liebe Zuseher. Das eine ist ein Sport, das weiß der Hund ganz genau. Das andere ist Realität. Punkt, aus, Ende. Ein natürlicher Wach- und Schutztrieb ist da oder er ist nicht da. Er fehlt. Durch sportliche Schutzarbeit wird hier gar nichts geweckt, außer erhöhte Kontrollierbarkeit im Adrenalin-Modus. Das wird geweckt. Ja, es ist möglich, fehlenden Schutztrieb anzuerziehen oder anzutrainieren. Ja, doch hierbei sind völlig andere Herangehensweisen angesagt, als ihnen geboten werden beim normalen Sportschutz am Platz. Doch ist das eine knifflige Geschichte, eine sehr knifflige Geschichte. Ich sage Ihnen was, ich habe das schon so oft erlebt. Ein Hund, der mit natürlichem Schutztrieb ausgestattet ist, das geht fließend, harmonisch in den Alltag über. Der ist keine Gefahr für niemanden. Ein solch ein Hund wird jederzeit unterscheiden können, ob Ihnen ein Menschen etwas Böses möchte oder ob der harmlos ist.
Andererseits ist es häufig knifflig und manchmal schon extrem, wenn einem Hund, dem der Schutztrieb völlig fehlt, dieser antrainiert, anerzogen wird, auf verschiedene Art und Weise. Hier kommt es auffallend häufig vor, dass dieser Hund dann in jeder Person, die sich ihnen etwas zu sehr nähert, einen potenziellen Feind sieht. Es ist ein Riesenunterschied, liebe Zuseher, glauben Sie mir das. Ich weiß das. Ich habe das gesehen und nicht erst einmal. Ein kräftiger Hund mit natürlichem Wach- und Schutztrieb an der Seite seines oder seiner Besitzer. Zusammen in den vier Wänden und nicht auf sich alleine gestellt. Im Team, in der Zusammenarbeit mit Ihnen. Das ist ein Spitzenteam. Ich sage Ihnen was, vergessen Sie nicht. Vergessen Sie nicht, nicht nur das, was da draußen uneingeladen da zu Ihnen rein möchte, ist ein Raubtier, liebe Zuseher. Nein. Sehen Sie sich in den Spiegel, auch Sie. Sie sind auch ein großes Raubtier und zusammen mit Ihrem Hund sind das dann schon zwei große Raubtiere, ausgestattet mit noch irgendeinem Utensil, das Sie finden in der Wohnung oder gar vorbereitet haben, und Herz. Ja. Hier müssen Sie dran gehen. Adrenalingeschichte, Herz rast, man ist nervös, kalter Schweiß, eine Extremsituation. Niemand befindet sich gern in solch einer Situation, ich weiß das. Ich habe das erlebt, nicht erst einmal, leider. Doch manchmal ist es ein Fehler, zurückzustecken. Manchmal machen Sie mit Offensive viel mehr gut als mit zurückhaltender Defensive. Glauben Sie mir das. Klar, eine Sache, die man auschecken muss. Hier muss man schnell entscheiden, was ist besser, so oder so. Doch ich sage Ihnen was. Zusammen mit einem guten Hund an Ihrer Seite, können Sie für jedes Einbrecher-Team oder Trio ein großes Hindernis darstellen. Das ist nur ein Tipp von mir. Ich habe da mal gehört, die Hündinnen wären die beherzteren Verteidiger, beherzteren Bewacher, als es die Rüden sind. Also, in den Jahren, in denen ich mit Hunden zu tun hatte, ja, wäre mir hierbei niemals ein Unterschied aufgefallen. Entweder ich habe einen Hund zu Hause mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb oder ich habe einen Hund zu Hause, dem diese Triebe fehlen. Wenn das ein Hund ist, der ausgeprägten starken Wach- und Schutztrieb besitzt und auch die körperliche Fähigkeit dazu hat, dann ist es ihr völlig egal, ob das ein Rüde oder eine Hündin ist. Hier wird sie sowohl der Rüde wie auch die Hündin mit vollem Herzen, mit vollem Einsatz verteidigen. Völlig egal, welches Geschlecht das ist. Das ist meine Meinung. Für mich ist das ein Mythos. Ja. Einen Vorteil haben die Hündinnen vielleicht. Den möchte ich Ihnen auch noch gerne sagen. Bestätige ich auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist folgender. Wir haben da eine eigene WhatsApp-Gruppe, einige meiner Dog-Special-Freunde und ich, und da habe ich dieses Video heute angekündigt. Da wurde mir von Freude geschrieben, oder es wurde von Freude da reingeschrieben, aber nicht kastrierte Rüden, die ihre Jobs als Wachhunde erledigen, könnten von läufigen Hündinnen abgelenkt werden. Ja, stimmt, da hat er recht, der Freude. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Ich habe das schon häufig gelesen. Ich habe auch schon häufig mit alten Hundesportlern über diese Thematik gesprochen. Läufige Hündinnen und grundstücksbewachende Hunde. Und ich weiß, dass diese Tricks auch schon von ziemlich gefinkelten Halunken angewandt wurden und gefruchtet haben. Ich weiß das. Und ich kann mir das gut vorstellen, denn ich sage Ihnen was. Um kurz Vito zu erklären. Obwohl mein Hund draußen recht schüchtern, zurückhaltend, misstrauisch, bei Begegnungen mit fremden Menschen, wenn die auf ihn zu schnell zugehen, ängstlich wirkt, was mich nicht stört, denn ich mag es nicht, wenn mein Hund jeden Fremden zugeht und das Ganze mit seiner Vergangenheit zu tun hat, denn in den ersten 5 Monaten seines Lebens ging es ihm wirklich nicht gut. Das hat sich alles festgebissen in seinen Kopf. Ist er ein mit Dynamit ausgestatteter Wachhund in seinen 4 Wänden bei uns zu Hause und am Grundstück meiner Eltern. Glauben Sie mir, da gebärdet er sich wie ein Teufel. Ein exzellenter Bewacher und Beschützer in seinen eigenen 4 Wänden am Grundstück meiner Eltern. Wieso ist er das? Nun, erstmal hat er ein ausgeprägtes Territorialverhalten und außerdem habe ich es gefördert. Wieso habe ich das getan? Weil ich es möchte. Es ist eine der Aufgaben meines Hundes, die Bewachung. Mein Hund ist ein Wachhund.
Sollte jemand Fremder für ihn bei uns herzlich eingeladen sein, dann habe ich das im Griff. Doch sonst hat kein Fremder weder in meiner Wohnung noch am Grundstück meiner Eltern etwas verloren. Deswegen wurde von mir so erzogen. Punkt aus. Das ist alles. Ich könnte mir aber vorstellen, dass würden wir Vito am Grundstück meiner Eltern alleine zurücklassen, weil wir wohin müssen, würde ich nie tun. Ich würde meinen Hund niemals auf sich alleine gestellt am Grundstück meiner Eltern herumlaufen lassen. Er käme ins Haus hinein. Draußen würde er nicht alleine bleiben. Ich weiß aber, dass das oft geschieht. Ob es gesetzlich erlaubt ist, also wenn wir hier gesetzliche Regelungen außen vor lassen, wir wissen alle, dass das geschieht. Ist so. Ja? Doch, nochmal, würde ich das tun? Wir würden irgendwo hinfahren und Vito würde alleine das Grundstück bewachen, also im Garten. Und irgendein Halunkenpack käme mit einer hitzigen Hündin daher und möchte aufs Grundstück rein und eventuell ins Haus meiner Eltern. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass diese hitzige Hündin die Macht hat, meinem Hund das Interesse an diesem Eindringling zu rauben. Ich weiß, dass mein Hund läufigen Hündinnen gegenüber ein ziemlicher Gigolo ist, ja? Also der ist auch schnell verliebter. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das klappen könnte bei ihm. Also, sollte mal irgendein Einbrecher das versuchen bei meinem Hund mit einer läufigen Hündin, könnte er Erfolg damit haben. Also, das ist für mich vielleicht der einzige Vorteil, den eine Hündin zu bieten hat. Oder eventuell ein kastrierter Rüde, der trotz fehlendem Testosteron noch immer einen tollen Wachhund darstellt. Ja? Also da würde das natürlich auch nicht fruchten, im Normalfall. Doch sonst, Rüde oder Hündin, völlig egal. Wichtig ist, Sie schöpfen das Potenzial Ihres Hundes aus. Sperren Sie ihn nicht weg, sodass Sie ihn nicht hören in der Nacht. Geben Sie ihm die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen, Ihnen gegenüber. Arbeiten Sie mit Ihrem Hund zusammen. Unterstützen Sie Ihren Hund, Ihr Hund unterstützt Sie, zusammen sind Sie ein mächtiges Team. Gegen jeden Eindringling. Und da kann sich jede Alarmanlage verschießen. Das ist so sicher wie das Amen nach dem Gebet. Warum sage ich das? Zum 3. Mal. Ich habe das alles gesehen, ich habe das alles erlebt. Der Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.